Inmitten einer schaurigen Nacht lauert irgendwo da draußen das unvorstellbare Grauen. Hello? Und es kommt aus dem Nirgendwo. Ein Zebrakopf im Blutrausch mit seiner Kettensäge. Eine unberechenbare Killermaschine. Und es gibt eine, die ihn jetzt noch aufhalten kann. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber darf ich vielleicht wissen, wie du heißt? Ebony Boombox. Ebony Boombox. Hübsch und gefährlich. Mädels mag ich wie Kaffee, schwarz und heiß. Vivian El Tolentino. Die Hot Chick aus die Monstropia-Prophezeiung. In der Hauptrolle. Ebony Boombox. Freigegeben ab 12 wegen milder Gewalterstellung und kinderfreundlichen Dialogen. Mein Name ist Chester. Mac Chester. Ich erledige Aufträge. Aufträge jeder Art. Sobald es darum geht, jemanden umzulegen oder gewisse Dinge wieder zu beschaffen, dann wird sich sofort an mich gewendet. So verdiene ich mir eben mein Geld. Also merk dir gefälligst meinen Namen und wage es ja nicht, diesen falsch zu buchstabieren oder zu schreiben. One day unexpected, he'll stand in your door. A man who's like no one you've seen before. You'll know he's a bastard, hard and unkind. He'll bring you no laughter or peace of mind. Love and money, love and money, easy, easy the game, easy, easy the Lord, higher, higher the stake, and higher, higher the cost. Death is keeper, losers, weepers, love and money, love. Scheiß Boss, musstest du ihn unbedingt umlegen? Und seine Frau noch dazu. Nun, wie soll ich sagen? Auf einmal kommt er reingeschneit und sieht genau, wie sie auf mir drauf ist. Und er ist vollkommen ausgeflippt. Und ich dachte mir, okay, was mache ich jetzt? Und vor lauter Panik oder vor lauter Wut in mir habe ich ihn einfach umgelegt. Und als die blöd... Ja, naja, sagen wir es mal so, ein bisschen schmutzig ist es schon. Ne? Du kennst mich ja.
Schlampe hat angefangen rumzuschreien wie eine Irre und dann habe ich mir gedacht, Scheiße. Ja, Chester hier. Hier ist Winston. Hast du das Tonband? Ja, ich habe es. Hier in meiner Hand. Sehr gut. Wir treffen uns an der Max Run Road 13. Alles klar. Sei pünktlich. Bin ich immer. Leicht verdientes Geld. Zielperson umlegen, Tonband schnappen und dem Kunden vorbeibringen. Bandenkriege sind heutzutage an der Tagesordnung und ich ziehe daraus eben meine Vorteile. Je mehr Bandenkriege, desto mehr Aufträge, ergo mehr finanzieller Umsatz für mich. Ich erkläre euch auch gerne, wie das alles so passiert ist und wie dieses System genau funktioniert. Nur jetzt noch nicht, denn ich habe noch was Geschäftliches zu erledigen. Hast du das Tonband dabei? Ja, ich hab's hier. Dann gib mal her. Erst will ich mein Geld sehen. Er will erst das Geld sehen. Wenn wir schon so präzise sind, zeig uns erstmal, ob es das richtige Tonband ist. Fein. Habe ich hier aus Versehen in den Kopf geschossen. Was ist jetzt mit den Italienern? Nun, wir müssen aufpassen, auf der Hut sein, denn diese Italiener sind sehr, sehr viele. Die werden uns abknallen, wo sie uns sehen. Naja, ob sie mich kriegen. So, jetzt zufrieden? Und jetzt will ich mein verdammtes Geld. Aber wir haben es jetzt nicht hier. Wir haben es beim Boss. Aber wir können es gern holen gehen, wenn du magst. Sagt mal, wollt ihr mich verarschen? Denkt ihr ernsthaft, ich mache mit euch jetzt einen langen Spaziergang, um das Geld zu holen, oder was? Hey, komm mal wieder runter, Großer. Ja, beruhig dich erstmal. Du bekommst dein Geld schon noch. Versprochen. Also dieses Spielchen mache ich nicht mehr länger mit. Entweder ihr gebt mir mein Geld sofort oder ich knall euch. Töten wir den Wichser! Lass uns hier abhauen, schnell! Ja, Hey Boss, wir haben ein Problem. Ein riesengroßes Scheißproblem. Der Mistkerl ist uns entkommen. so, er ist also entkommen. Naja, alles halb so wild. Was halb so wild? Chester hat Winston das Auge weggeballert. Das komplette Auge ist weg, Mann. Also, ich würde mal ein klein wenig an deinen Blutdruck denken, mein Freund. Beruhig dich mal. Übrigens, was ich dich fragen wollte, habt ihr wenigstens das Tonband? Ach, ja, unser dritter Mann, ja, der hat das Tonband genommen. Ja, das verdammte Tonband hat der Mann genommen, der dritte Mann. Oh, sehr, sehr gut. Sehr gut. Okay. Wir treffen uns dann vorne am See. Ja, ist okay. Ich freue mich, morgen einen Piraten zu treffen. Okay. Tschüss. Scheiße. Ja, komm, das versorgen wir. Komm. Ja, Chef. Ja, ich warte nur noch auf den dritten Mann mit dem Tonband. Ja, keine Sorge. Nein, es läuft alles wie geschmiert. Was? Nein, der macht keine Probleme. Ganz bestimmt nicht. Ja, klar bringe ich es vorbei, wenn ich es habe. Natürlich, sofort. Ja, Chef. Ja, sicher.
Nein, 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 alles in Ordnung, das machen wir. Ja. Na, das dürfte er sein. Bist du der dritte Mann? Ja, eigentlich. Ja, ist mir egal, gib mir das Tonband. So, schönen Abend in Pfuff. Ciao für die. Na toll. Nach dieser kleinen Auseinandersetzung lief die Übergabe leider nicht ganz so, wie ich es mir erhofft hatte. Normalerweise haben solche Geschäfte reibungslos zu verlaufen, aber leider muss man ebenso damit rechnen, dass diese es manchmal nicht tun. Wer war überhaupt dieser dritte Mann, der wie aus dem Nichts auftauchte und mir so einen Schlag verpasste, dass ich nicht mehr gut genug zielen konnte, um ihn zu erwischen? Verdammt, und jetzt verschwimmt auch noch meine Sicht und ich kann nicht mehr klar denken. Ich sollte mich wohl erstmal frisch machen, bevor ich jetzt weiter über die schiefgelaufene Übergabe denke. Keine einzige Spur und nicht einmal ein verdammter Anhaltspunkt. Wenn ich nicht bald herausfinde, wo dieser Kerl steckt und das Tonband nicht wieder beschaffe, dann habe ich einen Auftrag umsonst gemacht. Und eben das soll ganz einfach bei mir niemals der Fall sein. Sobald ich dieses Arschloch irgendwie in meine Finger bekomme, kann der sich schon mal auf die grausamste und schmerzhafteste Erfahrung in seinem ganzen Leben machen. Tja, er macht's mir wohl zu einfach. Wo wollen wir denn hin, Arschloch? Jetzt machen wir einen kleinen Abstecher zu mir, klar? Los, beweg dich! Do you feel that? Oh, shit. Oh, So, Folgendes. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, das solltest du dir merken. Und ich wiederhole mich echt verdammt ungern. Also wo ist das verdammte Tonband? Okay, ich sag's ja. Ich hab's einem Peter gegeben in der Angel Heart Street Nummer 10. Irgendein Peter. In der Angel Heart Street 10. Ja, siehst du, mein Junge. Geht doch. Fuck, Mann. Eins sag ich dir. Das ganze Einschlagen auf deine Hackfresse macht mich ganz schön durstig. Na dann, Prost Mahlzeit, Junge. Amaretto, solltest auch mal probieren. Aber ich glaube, das überlebst du jetzt sowieso nicht, also vergiss einfach das Letzte, was ich gesagt habe. Was soll der Scheiße? Ich hab dir alles gesagt, was du wissen wolltest. Ja, du hast mir alles gesagt, was du weißt. Da gibt's nur ein klitzekleines Problem. Du kamst mir in die Quere, mein Geld zu verdienen. Oh, shit. Mein Geld fehlt. Und dafür musst du jetzt büßen. Oh.
Di Saronno, Amaretto Originale. Hey Gary, hier ist Pete. Ich habe jetzt das Band. Sag Caesar bitte, dass ich es erst morgen vorbeibringen kann. Ich habe hier noch einiges zu tun. Was? Hör mal dein Stottern auf, Mann. Ich rede doch auch normal mit dir. Ja, ist okay. Ich bring's ihm morgen. Sag ihm Bescheid. Ciao, servus. Immer dieser stotternde Heini hier, versteht man nicht den Kerl. Erstmal das Tonband weg. Lauf, 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 lauf. Schwimm, schwimm, schwimm. Du hättest einen richtig guten Entenbraten abgegeben. Jetzt hätte ich doch nur mein Jagdgewehr dabei. Langweilig, 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 langweilig. Okay, Boss, da wären wir. Tatsächlich, perfektes Timing, perfekt. Wo ist er? Wo ist er? Oh, da ist er ja. Captain Jack Sparrow. Wow, gut siehst du aus. Das steht dir übrigens. Darf ich mal anfassen? Okay. Boss. Kein Problem. Vergucken ist gut. Aber gleich ein Auge auf ihn werfen? Boss, nichts für ungut, aber bitte kommen wir doch mal zur Sache. Natürlich. Jedenfalls hat Pete jetzt das Tonband und er wird es Ihnen morgen übergeben. Das ist gut. Denn dieses Tonband darf auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Das Letzte, was ich will, ist ein Krieg mit diesen Italienern. Ja, den können wir uns auch nicht erlauben. Ganz genau, mein Freund. Dafür bekommst du Papagei auf die Schulter. Ja, und was machen wir mit Chester? Der wird mit Sicherheit keine Ruhe geben, nachdem wir ihn so beschissen haben. Oh, aber das ist doch kein Problem, mein Freund. Schau mal, ich habe eine Killerin auf ihn angesetzt. Wir brauchen das doch gar nicht, oder? Komm schon, lass uns doch ein bisschen amüsieren, ja? Ein bisschen, komm schon, viel lustig. Die tarnt sich als Prostituierte. Ich meine, du kannst doch nach dem Sex eine Line haben. Sag mal, was interessiert dich denn? Sind wir verheiratet oder was? Das dauert nicht lange. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber du wirst es bereuen. Und ehe er sich versieht. Oh wow, es hat ja wirklich geklappt. Hat sie die Kehle aufgeschlitzt. Ich hab dich ja gewarnt. Lass die Drogen. Aber du musst es ja unbedingt. Was brauchst du die überhaupt? Du hast doch mich. Er blickt wie ein Schwein aus. Eine Schande. Na, jetzt hast du Pech gehabt. Ich spiele nicht mit meinen Körpern am liebsten, wenn sie noch unpenetriert sind. Moment mal, ich will den Typen töten. Immerhin habe ich ihm das hier zu verdanken. Sehr gut. Du bist meine Nummer 1. Mutig bist du. Ich liebe Mut. Wenn wir den haben, wo wir ihn hinhaben wollen, dann gehört er dir. Dann gehört er ganz allein dir. Sehr gut. Oh, die Sonne. Ist doch wahnsinnig. Oh, ach, übrigens. Wie heißt dieser Typ, der meinte, man kann mit 3 Leuten diesen Typen fertig machen? Ja, der heißt Roy Circle. Und wieso? Ah, tut mir doch mal einen Gefallen und bringt mich morgen mal zu ihm. Ich muss ihn ein wenig für seine schlampige Arbeit etwas kritisieren. Und jetzt Abmarsch. Bye, bye. Da meine Knarre wegen dem Schädel des einen Scheißkerls kaputt gegangen ist, muss ich mir natürlich eine neue besorgen. Und ganz genau da kommt dann Travis ins Spiel. Ein Mann, der eben stets für Zufriedenheit bei all seinen Kunden sorgt. Ah, Mr. Chester, was kann ich für Sie tun? Ich brauche eine neue Knarre. Meine ist kaputt. Dann kommen Sie bitte mit. Ich habe da ein hübsches Arsenal.
So, mal sehen, was man hier alles haben. Maschinengewehr? Nein. Upsi? Nein. Raketenwerfer? Nö. Ah, 2 Berettas. Berettas. 2 zum Preis von einem. Weil Sie mein bester Kunde sind. Was sagen Sie dazu, Mr. Chester? Ja, an diese 2 Babys könnte ich mich gut gewöhnen. Und kommen wir ins Geschäft. Abgemacht. Und die hier kommt in den Müll. Es ist offen. Ich habe doch eine Rothaarige bestellt. Ganz genau, mein Süßer. Aber die Rothaarige ist eben krank. Ich bin die Vertretung. Ich habe jedenfalls schon viel von dir gehört. Du sollst ein echt harter Brocken sein. Und eben das hat meine Neugier so geweckt. Jetzt willst du dich bestimmt selbst davon überzeugen, was? Warum lassen wir nicht das ganze Gerede und amüsieren uns ein bisschen? Ich bin sicher, nach den ganzen Aufträgen hast du etwas Entspannung nötig. Naja, damit könntest du sogar recht haben. Ich schraube aber meine Erwartungen etwas runter, dann werde ich nicht so enttäuscht. Oh, glaub mir, Süßer, ich enttäusche nie. Wie es aussieht, hatten alle recht. Ich hatte wirklich was Hartes an dir finden können. Nur schade, dass ich diese Erfahrung mit dir nicht nochmal machen kann. Sicherheit geht vor, Baby. Let this be a sermon. I mean everything I said. Baby, I'm determined, 'cause I'd rather see you dead. To run for your life if you can, little boy. Hide your head in the sand, baby boy. Catch you with another girl. That's the end. Was sagst du jetzt, hä? Versuch's nicht zu ficken, ich fick dich, du Fotze! Well, I'd rather see you dead, little boy, than to sleep with another girl. You better keep your head, little boy, or you won't last in my Du kannst echt gut hinlangen, hä? Jetzt zeig ich dir mal das Männer machen, du Scheißhure. Hide your head in the sand, little boy. Catch you with another girl. That's the end. Jetzt ist das Prügel, Süße. Wenn es etwas gibt, was ich hasse, dann sind das Weiber, die auf Profikiller machen wollen. Dabei gehört eine Frau nur in die Küche, ins Bett oder auf den Strich. Erinnerst du dich an die eine Dr. Oetker-Werbung? Da wird gesagt, dass sich eine Frau nur 2 Fragen zu stellen hat in ihrem ganzen Leben. Nummer 1, was soll ich anziehen? Nummer 2, was soll ich kochen? Doch die dritte, alles entscheidende Frage haben's leider vergessen. Wann soll ich mich wieder ausziehen? Fuck, Mann. Wenigstens kam ich heute 2-mal zum Schuss. Sie wissen ja,
Eine Frau hat 2 Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe. Übrigens, bei Dr. Oetker, da gibt es nicht nur eine oder 2. Da gibt es zahllose Möglichkeiten. Drum macht's wie Renate. Und die weiß es wieder von ihrer Mutter. Für Pudding und Cremespeisen einfach Dr. Oetker. Get ready for action. Bikes, girls, and 80s. All in one single movie. Welcome, Circle. Ja, den Film muss ich sehen. Wer ist das denn schon wieder? Ich habe doch hier so verdammten Pfadfindern gesagt, dass ich nichts kaufe. Ich kaufe... So, du Stück Scheiße. Wo ist das verdammte Tonband? Ah, da haben wir es ja. Du machst es mir aber viel zu einfach. So, weißt du, was wir jetzt machen werden? Wir rufen dein Chefchen an. Und dann wirst du ihm sagen, dass ich das Tonband habe und ich mein verficktes Geld haben will. Big Boss Man. Can't you hear me? So, nimm das Telefon, du Arschloch, und ruf deinen verdammten Chef an. Big Boss Man. Can't you hear me? Ich bin nicht da. Ja, Chef. Wir haben ein kleines Problem. Bei mir sitzt Chester und hat sich das Tonband geholt. Er will seine verdammte Kohle haben. Ist mörderisch angepisst. Oh, das ist aber eine Überraschung. Gib ihn mir doch mal. Moment. Du verdammtes Arschloch! Meine Hand! Schrei doch nicht so. Das geht mir aufs Trommelfell, Mann. Schön ruhig bleiben. Hallo Caesar. Oh, hallo mein Freund. Schön deine Stimme zu hören. Wie geht's dir? Dachtest wohl, du kannst mich so leicht übers Ohr hauen, was? Du musst schon ziemlich früh aufstehen, wenn du mich fertig machen willst, mein Freund. Wow, klingst ja wie eine Krankenschwester. Arbeitest du im Pflegeheim oder so? Ich will mein verdammtes Geld sofort. Was hältst du davon? Wir treffen uns auf eine Scheißtasse Kaffee, essen ekelhafte Kekse dazu und lästern ein wenig über unsere Rabeneltern ab. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Weißt du was? Hör dir mal an, was mit Leuten passiert, die denken, sie können mich verarschen. Auf du Arschloch! Hörst du das? Na, klingt sehr schmerzhaft, was? Na, ganz toll. Verdammt,
was, Chef! Tun Sie was! Der Penner meint das ernst! Jetzt komm mal wieder runter, Pete. So schlimm wird's doch wohl nicht sein. Du Arschloch! Zieh den Schäler raus und du bist ein toter Mann. Und genau dasselbe werde ich mit dir auch machen. Verlass dich drauf. Ich mach Hackfleisch aus dir. Wie wär's damit? Wir treffen uns morgen in meinem Hauptrevier und dann finden wir heraus, wer der härteste Motherfucker von uns beiden ist. Was hältst du davon? Ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Danke dir fürs Tonband. Ach, übrigens. Ich habe deine Bezahlung vergessen. Es leuchten die Sterne am Himmel für dich. Sie glänzen und glühen am Firmament. Es trat in der Ferne auch einer für mich, der all meine heißen Wünsche kennt. Und wenn die flimmernde Pracht unser Herz erfreut, rührt uns das schimmernde Meer der Ewigkeit. Muss ich mir einen neuen Wir sehen sie so gerne. So, da werden wir los. Wow. Wo denn? Da oder da? Hier oben. Na dann hier wollen wir doch mal reingehen. Wer ist da? Die Tür ist ja offen. Ach, was du nicht sagst. Hey, was wollt ihr hier? Was macht ihr in meiner Wohnung? Ganz ruhig, Siegfried. Und pflanz dich verdammt nochmal noch hin. Boss, er heißt aber Roy. Aber das weiß ich doch. Ich sagte, du sollst dich hinpflanzen. Du bist übrigens der Typ, der mir gesagt hat am Telefon, dass 3 Leute ausreichen würden, diesen Gestörten zu stoppen. Und was war? Der eine hat sogar sein Augenlicht verloren. Okay, ich find's geil, aber trotzdem. Das geht gar nicht. Okay. Du hast deinen Job getan. Warte bitte draußen, ja? Vielleicht kannst du ein paar Nachbarn ein bisschen, wie sagt man, besänftigen, dass sie ja nichts gehört haben, ne? Geht klar. Den Stuhl hier, wenn es dir recht ist. Natürlich ist es dir recht. Weißt du, das Fehlverhalten deinerseits, dass du geglaubt hast, man kann diesen Typen mit 3 Leuten stoppen, das ist gar nicht so schlimm. Weißt du, jeder macht mal Fehler, oder? Ich meine, du machst Fehler. Selbst ich mache. Nicht immer, aber ab und zu Fehler. Können wir das nicht gut sein lassen, Cäsar? Ein Auge mal. Der wird's überleben. Ein Auge? Für ein Auge? Wenn dann schon. Auf jeden Fall. Wie soll ich sagen? Es ist eigentlich auch nicht so, dass ich was gegen dich habe, sondern du hast dieses komische Gesicht, das mich an irgendwen an meiner damaligen Scheißjugend erinnert. Auf jeden Fall, dieser Typ hieß Mr. Miller.
Wusstest du eigentlich, dass ich mal in einer Anstalt für gestörte Jugendliche war? Naja, kannst du auch nicht wissen. Jedenfalls, Mr. Miller war der Psychologe. Und jedes Mal, wenn wir ein schlimmes Vergehen gemacht haben, sei es jemanden verprügelt haben oder jemanden ein Kaugummi geklaut haben oder so, dann hatte Mr. Miller eine ganz besondere Art und Weise, uns zu bestrafen. Er ließ uns in sein Büro kommen und dann hatte er damals mich, was mich betraf, hatte er mich geschlagen, nachdem er mich so vermöbelt hatte, dass ich nicht mal mehr aufstehen konnte. Nahm er eine Zigarette in die Hand, rauchte sie genüsslich und drückte sie an meinem Oberkörper aus. Und jedes Mal, wenn er anfing, sie auszudrücken, fragte er, tut es weh? Und weißt du was? Ich habe geschrien vor Schmerz. Eine nicht sehr schöne Erinnerung, nicht wahr? Verstehst du jetzt, warum ich dich nicht leiden kann? Denn du siehst ihn, verdammt nochmal, sehr ähnlich. Anscheinend bist du etwas nervös, nicht wahr? Ja, Caesar. Ach ja, das solltest du auch. Und jetzt setz dich verdammt nochmal auf deine 4 Buchstaben, du Arschloch. Setz dich, verdammt! Ich hatte doch nicht meine Geschichte zu Ende erzählt. Naja, das werden wir jetzt nachholen. Auf jeden Fall kommt Mr. Miller durch die Tür. Und er sieht mich mit dieser Knarre. Jedenfalls schaut er mich an. Ja, ungefähr genauso geschockt wie du gerade. Setzt sich hin, so wie ich es ihm befohlen habe. Und ich schaute ihn direkt in die Augen, richtete meine Waffe auf ihn, beziehungsweise eher seine eigene, und fragte ihn, Dr. Miller, tut das weh? Jedenfalls zielte ich wieder auf sein Knie und schoss ihm direkt in die Hand, dass das Knie hielt. Ja, das sind Schmerzen, nicht wahr, mein Freund? Die werden immer schlimmer, ja? Jedenfalls fing Dr. Miller an zu kriechen. Ja, genauso wie du gerade. Und er versuchte langsam aufzustehen, schaute mich an und ich fragte ihn, Dr. Miller, tut denn eigentlich das hier vielleicht auch weh? Ja, das sind Schmerzen. Ja, ich weiß. Das sind wahre Schmerzen. Jedenfalls, Dr. Miller versuchte sich ein weiteres Mal zu erheben. Genauso wie du gerade. Ist gut. Und ich schaute ihn an und sagte, Dr. Miller, wollen Sie vielleicht, dass es vorbei ist? Gerne, wie Ihnen befohlen, Dr. Miller! Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Naja, so ist das Leben. Ruhe in Frieden. Mr. Miller. Kannst jetzt reinkommen, Gary? Jo, Boss, ich komme. Oh mein Gott. Moment.
Okay. Räum die Schweinerei auf, mein Freund. Und deine Arbeit ist dann ab sofort getan. Ich überlege, ob du heute meine Nummer 1 bist. Okay, Boss. Take you in the sun to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for love. So, da wären wir. Ich werde mich um diese Scheißkerle kümmern. Solange kümmerst du dich um mein Jackett. Ich will nicht, dass es schmutzig wird, denn da drin wird's richtig schmutzig. Alles klar, Mr. Chester. Mach ich doch gern. Lo voglio vedere morto quel bastardo. Avete capito? Cercato! Dai! Stai fermo, bastardo! Bastardo! Scheiße! Lasciami stare! Vai! No! Lasciami! So sieht man sich wieder, Winston. Ich habe lange auf diesen einen Moment gewartet. Was macht denn dein Auge? Das sieht man doch. Wegen dir bin ich ein scheiß Pirat. Wie wär's? 1 gegen 1? Ohne Waffen? Wird mir ein Vergnügen sein. Ich mach dich auch ohne Knarren fertig.
Na, wie fühlt sich das an, Chester? Lass uns ein bisschen tanzen. Ganz wie du willst, Captain Einauge. Na dann komm her. Na, Chester, wo bin ich denn? Kannst du mich finden? Finde mich. Wo bist du? Rate mal, wo bin ich denn? Bin ich hier? Oder bin ich da? Oder bin ich doch lieber hier? Du hast mir mein Auge weggeschossen. Und dafür will ich jetzt dein Leben. Zeig dich, du verdammter Feigling! Du wirst mir langsam lästig! Wie heißt es so schön in der Bibel? Auge um Auge. Das werde ich mir merken. Hier bin ich! Chester. Jetzt können wir tanzen. Aber wie fühlt sich das an? Ich zeig dir, was Schmerzen sind, du Wichser. Ach ja, da bin ich aber gespannt. Oh. Ach, wie fühlst du, Wichser? Du denkst wohl zu viel ans Wichsen, weißt du das? Jetzt stirb endlich, du Stück Scheiße! Zeit zu sterben, Mixer! Noch lange nicht, Winston! So, Zeit, deinen Bibelspruch auszuführen. Auge um Auge, Arschloch! Du Bastard! Ein echt zäher Bursche. Da brauche ich erstmal eine kleine Pause nach der ganzen Rauferei mit ihm. Warum aber die Italiener vorhin versuchten, mich umzubringen, ist mir allerdings ein verdammtes Rätsel. Aber egal, scheiß drauf. Zeit, Caesar und den Rest seiner Drecksbande unter die Erde zu bringen. If you smoke for pleasure, get 20 wonderful smokes. Don't just smoke from habit, get 20 wonderful smokes. Chesterfield, get the king. Chesterfield, king's the thing. 21 great tobaccos make 20 wonderful smokes. They're blended, mild, not filtered, mild, your pleasure's filter-free. 21 great tobaccos make 20 wonderful smokes. Chesterfield, they satisfy. Weißt du, mein Freund, Menschen töten Frösche zum Spaß. Doch die Frösche, die sterben ernst. Also mach dir mal keine Sorgen. Wenn Winston mit ihm fertig ist, ist der Typ Hackfleisch. Naja, oder
dir, Tiger. Okay, du Arschloch, komm her! Okay, du Hurensohn! Jetzt sind wir ganz allein! Zeig deine Scheißfresse, damit ich sie wegballern kann! Es wird mir ein verficktes Vergnügen sein, dich tot zu sehen! Und das Geilste, du wirst durch meine Hand sterben! Ja, aber auch nur in deinen Träumen! Perfekt. Eine Glanzleistung. Übrigens, da hat jemand ganz schön sein Gesicht verloren, nicht wahr? Wortwörtlich. Naja, wie dem auch sei. Was hattest du vor? Sollte es ungefähr sowas wie ein scheiß Faustkampf werden oder sowas? Ich bin zu müde für diesen Scheiß. Fuck! Ja, das ist meins. Scheiße, Boss, musstest du ihn unbedingt umlegen. Seine Frau noch dazu. Nun, wie soll ich sagen? Auf einmal kommt er reingeschneit und sieht genau, wie sie auf mir drauf ist. Und er ist vollkommen ausgeflippt. Ich dachte mir, okay, was mache ich jetzt? Vor lauter Panik oder vor lauter Wut in mir habe ich ihn einfach umgelegt. Und als die Blöden, ja, naja, sagen wir es mal so, ein bisschen schmutzig ist es schon, ne? Du kennst mich ja. Auf jeden Fall, die Schlampe hat angefangen rumzuschreien wie eine Irre. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, weck doch die Nachbarn auf. Und dann habe ich hier aus Versehen in den Kopf geschossen. Was ist jetzt mit den Italienern? Nun, wir müssen aufpassen, auf der Hut sein, denn diese Italiener sind sehr, sehr viele. Die werden uns von abknallen, wo sie uns sehen. Naja, ob sie mich kriegen, ist eine andere Sache, aber sie sind schon sehr viele. Und ein paar von meinen Männern werden wirklich wahrscheinlich sterben müssen. Was ist los, Frank? Sag auch noch was. Warum bist du so schweigsam? Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Nenn mir einen guten Grund, weswegen ich dich nicht gleich abknallen sollte. Da gibt es einen Grund. Me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción.
dachte da unten. Sag Hallo zu Melanie. Wir könnten jetzt weitermachen und Kopf gegen Schniedel weiterspielen und schauen, wer am schnellsten von uns ist. Oder wir könnten uns mal in Ruhe hinsetzen und die Sache wie Männer regeln, indem wir miteinander reden. Na dann leg mal los. Na gut, dann fangen wir mal an. Also, ich muss dir erstmal noch mal erklären, dass ich gerade nicht zahlen kann. Nicht, dass ich es nicht könnte, aber jedenfalls noch nicht. Was zum Teufel soll das heißen, noch nicht? Nun, weißt du, ich war jetzt gerade eine lange Zeit an der Spitze. Davor habe ich Gangster verprügelt und getötet, Leute abgeschlachtet, so wie du. Ich habe eben Geld gebraucht, aber dann plötzlich habe ich nur ganz alleine mit ein klein wenig Anarchie einfach diesen ganzen Laden hier übernommen. Und weißt du was? Es ist langweilig. Es ist langweilig, an dieser Spitze zu stehen. Und ich glaube, das könnte sich aber mit dir ändern. Und weißt du wieso? Erzähl's mir. Nun, weißt du, diese ganzen möchtegern Superkriminellen und diese bescheuerten möchtegern Auftragskiller, die haben ein Problem. Und weißt du auch was? Sie haben Angst, ihre Macht zu verlieren. Die Macht, die sie haben, das regelt alles bei ihnen in ihrem Leben. Die Schlampen, die sie vögeln, den Luxus, den sie genießen, überhaupt alles. Und glaub mir, wenn so ein Typ wie ich kommt, dann geht ihre Macht ins Wanken. Aber wir beide sind anders. Du und ich, wir kennen die Dunkelheit. Wir sind von ihr geformt worden. Von ihr geschaffen worden. Aber diese Vollidioten da, die sind nur durch irgendwelchen komischen Gründe wegen eines Börsencrashs oder irgendeiner Scheißinflation, die dadurch entstanden ist, sodass Tomaten, die nicht mal Tomaten sind, 50 € kosten oder Dollar oder was weiß ich. Die sind dadurch kriminell geworden. Aber wir beide, wir sind ein anderes Kaliber. Also komm mir nicht mit diesem, ich mach das alles nur, weil ich Geld brauche, Scheiß. Nein. In deinen Augen sehe ich, wie gleichgültig dir die ganze Welt ist. Bei mir ist es genauso. Mir ist alles scheißegal. Genau wie dir. Du bist ein Killer, Chester. Genau wie ich. Mit dir habe ich keine Ähnlichkeit. Du bist einfach nur ein kranker Kleinkrimineller. Buenos días, caballeros. What can I bring for you? Ein Amaretto. Oh, an Amaretto for Mr. Chester. And you want, amigo? Ich sehe ich so aus wie jemand, der etwas trinken möchte. Then I'll wait and come back when you decided. Das wäre jetzt alles. Zieh Leine. Dios mío. Krimineller. Du denkst also, ich bin einer dieser... Und du bist einer dieser... Mann. Jetzt enttäuscht du mich aber. Denn das bist du nicht. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Du brauchst das. Das Jagen. Das Töten. Das Blut. Das Geld, das brauchst du doch nur, um zu leben. Aber ansonsten ist es dir scheißegal. Also, wenn du das jetzt akzeptiert hast, dann, ja erst dann, können wir vernünftig miteinander reden. Na schön, wenn du solche Spielchen spielen willst, mach ich doch ausnahmsweise mal mit. Na dann, freut mich. Endlich mal eine Menge Spaß in diesem scheiß tristen Leben. Es wird mir vor allem ein Riesenspaß sein, dein scheiß Gehirn rauszupusten. Übrigens, der Amaretto,
Der geht auf mich. Wir sehen uns. Chester. Ich hätte bei diesem Arschloch wohl etwas höher zielen sollen. Und als Preis für diesen Fehler bin ich wohl gezwungen, sein krankes Spiel mitzumachen. Und das nur, um endlich an mein Geld zu kommen. Das kann allerdings noch warten. Erstmal muss ich mich umhören, ob es noch weitere Aufträge für mich gibt. Ja, ich weiß, ich hatte euch versprochen zu erklären, wie alles zu den Bandenkriegen so gekommen ist und wie das System genau funktioniert. Nur ich bin jetzt zu müde für den Scheiß. Vielleicht beim nächsten Mal.